Und jetzt, glaube ich, sind wir bereit, können wir einsteigen und wieder unsere traditionelle Zuflucht singen. Sangye chedan soge chodnam lan janjum badun dane kyapsunji dagin shinsoji pesanamji Rola penjir sangye drumpasho Sangye chedam soge jonam la Janjum badu dani kyapsuji Dagi jinso jimpesenamji Dola penjir sangye drumpasho Sangye chedan sangye janam la Janjum badu dani kyapsuji Dagi jinso jimpesenamji Dola penjir sangye drumpasho Semchen tamje devadam devin judan demba juji Dunai dan dunai ji judan dewa juji Dunai mimba dewa damba damin dewa juji Nidin chandan nidan jawen tanam sembola nimpan junjik Sem chantam jen dewa dan devin judan demban junjik Dunai dan dunai jin judan dewa junjik Dana member dewa damba damin dewa junji Nidin chandam nidan javen tanam sembola nimban junji Sem chantam jen dewa dam deven judam dempan junji Dunai dan dunai ji judan jawa juji Dunai member dewa damba damin jawa juji Nidin dan nidan jawa tanam sembola nimpan juji Pandan sawe lama rinpoche Dagi chivo peden shulam Kajin shempe konen jesunte Koson toging adum saldusen. Und wir lassen die Zuflucht in uns verschmelzen. Vielleicht in einer so ganz einfachen Form, wie in Form der großen Mutter, der Prajnaparamita. Das können wir uns auch einfach als Licht vorstellen.
Wir atmen. Oder wenn wir es mit etwas mehr Einsicht ausdrücken, es atmet. Es atmet, es spürt, Erleben findet statt. Erleben findet statt in den Körperempfindungen, im Hören und im Sehen. Und lasst uns doch mal damit spielen, dass wir wirklich so wie eine Erwachte, ein Erwachter spüren, hören, sehen. Also mit der ganzen Frische, mit ungeteilter Aufmerksamkeit und ohne uns zu verstricken. Ohne ins Haben wollen und nicht haben wollen zu fallen. Volle Präsenz in den Körperempfindungen, im Hören, im Sehen. Alle Sinne ganz weit. Dein Feingespür dafür, wie frei und unbeschwert das sein kann. Könnt ihr euch noch an das Mantra erinnern von Prajaparamita aus dem letzten Kurs?
Teyata Om Gate Gatem Padagatem Padasam Gatem Buddhi Swaha. Vielleicht kannst du es kurz in den Chat schreiben. Teyata Om Gate Gatem Padagatem Padasam Gatem Buddhi Swaha. Das ist das Mantra, das wir auch im Herzsutra finden. Und es erinnert uns an die leere Natur aller Phänomene. Gate bedeutet gegangen, es ist die Vergangenheitsform. Gegangen, gegangen, hinübergegangen bedeutet hinübergegangen in diesen Bereich des Erwachens, frei von Haften an den Sinneserfahrungen, frei von Verstrickung mit einem Ich, das sich dagegen wehrt, wie die Dinge halt so passieren. Und es tut uns gut, wenn wir dabei so eine Stütze haben, wie unseren Yedam, könnte die große Mutter sein, die Prajnaparamita, die hier neben mir abgebildet ist. Es kann jeder andere Yedam sein und aus diesem Bewusstsein heraus macht es dann Sinn zu sagen, Om Gate Gate Padagate Padasamgate Buddhi Swaha. Buddhi heißt Erwachen, Swaha, so ist es oder so sei es. Gegangen, gegangen, hinübergegangen, völlig hinübergegangen, bedeutet völlig jenseits der normalen Anhaftungen und Identifikationen gegangen. Das ist die befreiende Weisheit, die uns so hinüberführt. Und wir nehmen mit dem Mantra diese innere Haltung ein. Das heißt, wir brauchen gar nichts zu korrigieren. Wir sitzen in der Schau der wahren Natur aller Phänomene. Hören, spüren, sehen. Und jetzt kommen wir zum Riechen, nicht wahr? Riechen und schmecken. Ja, vermutlich haben einige von euch sich etwas mitgebracht zum Riechen und Schmecken. Aber wie ich Mensch kenne, haben sich einige auch gar nichts mitgebracht. Deswegen hat Mensch etwas mehr mitgebracht. Und das geht jetzt herum. Und wer nichts hat, kann sich was nehmen. Ihr habt alle? Wer hat noch nichts? Ah, hier bei uns haben alle was? Nein. Viele bei uns haben sich was mitgebracht. Und ihr könnt geschwind noch in die Küche laufen und eure Müsli-Zutaten herüberholen. Wir fangen aber mit ganz normalen Dingen an. Die eigene Haut riechen. Wie riecht die eigentlich? Riecht die nur nach Seife? Oder gibt es da auch noch einen anderen Geruch?
voller Interesse, ohne uns zu verstricken. Wie geht denn das? Wenn ihr die Hand dann wieder senkt, das ist ja beim Riechen so wichtig, dann ändert sich der Geruch sofort. Und wir riechen die Raumluft. Und was lässt sich darin alles unterscheiden? Könnt ihr vielleicht in diesen vielen verschiedenen Duftnoten den Boden riechen? Manchmal kann man in einem Raum den Teppich riechen, hier kann man den Holzfußboden noch riechen. Wenn ihr noch nicht riecht, könnt ihr ja näher zum Boden gehen, da ist dann was zu riechen. Andere Gerüche im Raum. Da ist zum Beispiel so ein süßlicher Geruch, von dem ich gar nicht weiß, wo er herkommt. Ist auch egal. Lasst uns aufmerksam werden auf die verschiedenen Duftnoten. Unser Interesse ist im Geruchssinn und wir können jetzt so einen Gegenstand nach dem anderen so zur Nase führen und riechen. Also meine Dattel hier hat einen seltsamen Geruch von Dattel und Kaffee, weil ich meine Glasdose, in der sie mein Glasgefäß, in der sie aufgehoben wird, nicht gründlich genug gereinigt habe, als ich die Datteln einfüllte. Also seid mal bereit, Überraschungen zu riechen. Wie riecht so eine Brille? Aha, anders als meine Haut. Da ist so ein Plastikgeschmack noch mit dabei, so ein Plastikgeruch. Geht mal so forschend und diese Aha-Erlebnisse, wie es dann tatsächlich riecht, achtet darauf, das direkt zu entspannen, direkt ins offene Gewahrsein zu entlassen, direkt ins offene Sein. Und diese Überraschungen zulassen. Ich hätte gedacht, dass dieser Apfelschnitz viel intensiver riecht. Ich sage jetzt immer schmeckt, weil im Schweizerdeutsch sagt man dazu so oft schmecken. Wie so eine Cashewnuss riecht. Wie so eine Feige riecht. Beim MBSR haben sie es doch immer so gern mit den Rosinen. Da habe ich jetzt auch eine.
Ja, du riechst an deinem Buch. Das ist auch ein interessanter Geruch. Ne? Und immer wieder in die Offenheit gehen. Immer wieder. Wisst ihr, was wir so die leere Natur nennen, die nicht fassbare Natur? Das hat auch etwas mit dem Nicht-Beschreibbaren zu tun. Nehmt noch einmal irgendeinen dieser Gerüche zur Nase und spürt mal hin, wie unbeschreibbar diese vielen Geruchsnuancen sind, die wir dann als scheinbar einen Geruch beschreiben. Unbeschreibbar, wie diese Dattel riecht. Und dieses Unbeschreibbare, das ist so ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis der leeren Natur. Deutlich vorhanden, deutlich erfahrbar, sich verändernd, nicht wirklich beschreibbar, aus vielen verschiedenen Bedingungen entstanden, also wie zum Beispiel meine Haut jetzt gerade riecht. Da sind so viele Bedingungen, sind da beteiligt dran, was ich gegessen habe, wie ich geschlafen habe. Selbst Emotionen lassen sich riechen. Das ist allerdings Menschen mit sehr feiner Nase vorbehalten. Emotionen lassen sich riechen. Tiere können Emotionen bei uns sehr gut riechen. Bedingtes Entstehen von Gerüchen, die sich aufgrund der Bedingungen auch verändern. Wenn ich jetzt die Dattel da liegen lasse, allein, dass sie trockener wird, verändert schon ihren Geruch. Bedingtes, abhängiges Entstehen, nicht fassbare Qualität des Erlebens, nicht beschreibbar. Ein Spektakel im offenen Raum des Gewahrseins. Und jetzt, wo ich all die Gegenstände vor mir niedergelegt habe, bin ich in der Lage, feine Nuancen dieser Gerüche in der Zimmeratemluft wahrzunehmen. Das durchwebt sich alles. Und normalerweise ist es so, dass uns das ganz schön beeinflusst. Es beeinflusst uns, ohne dass wir es merken, was für ein Geruch in einem Raum ist oder draußen, in der Natur, auf der Straße. Wenn wir in ein Gebäude hineinkommen, welcher Geruch im Flur ist, welcher Geruch dann hinter den Türen zu finden ist. Und ihr merkt, wir gehen damit bereits ins zweite Skanda über, in die Empfindungen, die Gefühlstönungen. Im dritten Skanda war ich schon stark unterwegs, weil ich euch immer die Dinge benannt habe, die ich gerochen habe. Also das Unterscheiden zwischen Dattel und Rosine. Merkt ihr?
nehmt mal 2 Gegenstände in die Hand, die ihr abwechselnd zur Nase führt. Wenn euch jetzt jemand anders einen dieser Gegenstände zur Nase führen würde, dann könntet ihr unterscheiden, welcher der beiden es ist. Und dieses Unterscheiden findet nicht begrifflich statt. Es kommt nicht erst der Begriff, das ist so und so, sondern zuerst kommt die Geruchsempfindung und ein Erkennen findet statt, das dann eine Benennung auslöst. Es ist ganz wichtig, um das dritte Skandha zu verstehen. Das dritte Skandha ist auch ein nicht begriffliches Geschehen. Es ist ein nicht begrifflicher Vorgang. Wenn wir von Unterscheiden sprechen, landen wir oft in dem benennenden Unterscheiden, aber eigentlich geht jedem Benennen immer ein nicht begriffliches Unterscheiden voraus. Ganz, ganz wichtig. Und dieses nicht begriffliche Unterscheiden, das ist das, was in uns die emotionalen Reaktionen auslöst. Jetzt möchte ich gerne euch mal, ich empfehle euch 2 Gegenstände jetzt auszusuchen. Ein Objekt, wo ihr den Geruch mögt, und ein Objekt, wo ihr den Geruch nicht so sehr mögt. Es muss nicht gleich eure Socke sein, aber genau, bei mir könnte es einfach wenigstens neutral, also die Brille, den Geruch mag ich nicht so sehr. Und jetzt geht es darum, beim Riechen die innere Reaktion zu spüren. Ich weiß nicht, ob die jetzt gleich sein wird, ob das wirklich so ist, wie ihr euch das ausgewählt habt, ob das vermeintlich Angenehme wirklich ein angenehmes Gefühl auslöst, das gilt es jetzt zu beobachten. Also, was würde passieren, wenn wir uns jetzt einen qualmenden Incense unter die Nase halten würden? Ja, oder vielleicht eine angezündete Zigarette. Die einen mögen das, die anderen nicht. Was unsere Ausscheidungen angeht, gibt es auch sehr unterschiedliche Reaktionen, zum Beispiel, wovon Fliegen sich angezogen fühlen und wovon Bienen sich angezogen fühlen. Ist nicht dasselbe. Sehr unterschiedlich. Worauf ich hinaus möchte ist, den Gerüchen wohnt das Angenehme und Unangenehme gar nicht inne. Das sind einfach nur Gerüche. Und während die einen Tabakgeruch mögen, ist er für die anderen ein Scheidungsgrund.
Während die einen ein bestimmtes Parfum mögen, ist es für die anderen der Grund, den Raum zu verlassen. Auf Abstand zu gehen. Dies zu bedenken ist unglaublich wichtig. Es gilt für alle Sinnesempfindungen. Es gilt für alle Bereiche einer Körperempfindung, wohnt nicht per se das Angenehme und Unangenehme inne. Wenn wir gestreichelt werden, ihr könnt euch ruhig gerne mal selbst streicheln, ich habe gerade so den Unterarm frei, ihr könnt es aber auch im Gesicht. Streichelt euch mal so oder massiert euch leicht, so wie ihr es gerade angenehm empfindet. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet eine ganze Stunde weiter gestreichelt. Genauso, immer dieselbe Bewegung. Das, was jetzt angenehm ist, würde sich sehr bald ins Unangenehme verkehren. Wir haben keine Lust, die ganze Zeit auf die gleiche Art berührt zu werden. Das ist nicht die Empfindung, die in sich die Qualität des Angenehmen trägt, sondern wann sie uns in welcher Befindlichkeit erreicht. Und das war jetzt schon sehr viel. Wir gleiten jetzt mal aus dem intensiven Riechen in ein entspanntes Wahrnehmen der Gerüche hinein. Ich weiß nicht wieso, aber nach all dem Riechen, jetzt taucht plötzlich der Geruch meiner Socke auf. So ist das im Leben. Und zum Abschluss möchte ich uns alle einladen, ein ganz warmes, soll man sagen, ein ganz warmes Verständnis all denen entgegenzubringen, zu schicken, die über einen deutlich feineren Geruchssinn als wir verfügen. Da gibt es Menschen, die einen ganz feinen Geruchssinn haben. Da gibt es unsere vierbeinigen Genossen. Da gibt es sichtbare und nicht sichtbare Lebewesen, die unglaublich stark auf Gerüche reagieren. Lasst uns ein ganz warmes Herz entwickeln, viel Verständnis dafür, wie geplagt diese Lebewesen manchmal sein mögen. Genauso wie die, die ein ganz feines Gehör haben,
so viel mehr hören, als was wir wahrnehmen. Frequenzen hören, die außerhalb unseres Bereiches sind. Menschen, die sehr viel empfindlicher auf Licht reagieren, als wir das tun. Menschen, die einen ganz hohen Grad an Körperempfindsamkeit haben, an Berührungsempfindsamkeit. Oder einige unter uns, die ganz feine Temperaturfühler haben, sich in sehr anderen Temperaturen wohlfühlen, als wir das tun. Als große Mutter erahnen wir diese Unterschiede. Und sie setzen umso größeres Mitgefühl frei. Und wir wünschen allen, dass sie möglichst gelassen in diesen Erfahrungen bleiben. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam Gatem Bodhiswaha. Om Gate Gatem Paragatem Parasam Gatem Bodhiswaha. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam Gatem. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam. Teyata Om Gate Gatem Swaha. Samgate Bodhiswaha. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam Gate. Parasam Gate. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam Gate. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam. Teyata Om Gate Gatem Paragatem. Teyata Om Gate Gatem Paragatem Parasam. Und zum Abschluss bringen wir allen Lebewesen unendlich viele Gaben in diesen verschiedenen Sinnesbereichen dar. Nehmt den Geschmack direkt mit hinzu, auch wenn das erst die nächste Meditation ist. Bringen alle Lebewesen die Berührungsempfindungen, die Körperempfindungen erfahren, die ihnen gut tun. Die Klänge, stellt sie euch vor, wie verschiedenste Klänge das Universum erfüllen.
verschiedenste Umgebungen, visuelle Eindrücke, was ihnen alles gut tun könnte. Welche Gerüche oder auch Freiheit von Geruch ihnen gut tun könnte. Und welche Geschmäcker, so viel unterschiedliche Geschmäcker, sie nähren könnten, in den Geist öffnen könnten, Wohlbefinden und Zufriedenheit auslösen können. Denkt an all die kleinen und großen Wesen, die es gibt. Und dann stellen wir uns vor, dass dieser Ozean von Opfergaben, die spontan entstehen, genau wie es die Lebewesen sich wünschen, dass der gar nicht aufhört, weiter nährend in alle Richtungen zu wirken, bloß weil wir jetzt dann gleich in die Pause gehen. Teyata Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhi Swaha. Wir machen eine Viertelstunde Pause und treffen uns um 5 nach 10 wieder. Und dann geht es ans Schmecken. Okay, es geht weiter. Ich möchte etwas zu dieser Praxis sagen, die wir gerade gemacht haben. Wir sind immer noch im ersten Skanda. Ne? Das ist immer noch Formwahrnehmung. Ja, also wir sind jetzt bei den Geruchsformen gewesen. Da gibt es die Formen der Körperwahrnehmung, die Formen der Klangformen, die sichtbaren Formen, die Geruchsformen, die wir dann ja auch benennen. So, das sind so, ja, so. Und dann wird es die Geschmacksform geben, dann gibt es noch die gedachten Formen. Und tatsächlich landet ja sowieso alles, was wir durch diese 5 äußeren Sinne, diese 5 körperbasierten Sinne spüren, das landet ja sowieso alles im Geist, ja? Also im 6., im geistigen Bewusstsein. Ein bloßes Hören, was nicht im Geistigen landet, wird gar nicht wahrgenommen. Es muss im 6. Sinn landen. Ja? Also alles, was wir im Körper spüren, riechen und hören und so weiter, landet in der geistigen Verarbeitung. Und das ist nicht nur wichtig, sondern beinhaltet auch, dass im Erleben sich gleichzeitig Prozesse vollziehen des Einschätzens mag ich nicht
und des Einordnens in vertraut, nicht vertraut, gehört ungefähr in die Richtung oder gehört ganz sicher wird diese Zuordnung. Das, was wir so das zweite und dritte Skanda nennen. Aber die folgen nicht aufeinander, die kann man gar nicht auseinanderhalten. Damit, du hast es angesprochen, damit eine Reaktion angenehm, unangenehm stattfinden kann, da gibt es schon eine gewisse Zuordnung. Das ist schon ein Unterscheiden. Ja, also auch im angenehmen und unangenehmen Empfinden in diesen Gefühlszuständen findet bereits ein Unterscheiden statt. Also denkt nicht, dass diese Skandhas irgendwie sauber voneinander zu trennen wären. So irgendwie, wie man das bei übertriebener Didaktik vielleicht so Schematisierung, wie man das dann vielleicht glauben könnte. Nein, nein, nein. Das geht ruckzuck. Ruckzuck geht das. Und manchmal ist der eine Strang stärker ausgeprägt, manchmal der andere. Es gibt natürlich Reaktionen von angenehm Erleben, unangenehm Erleben, ohne eine Zuordnung treffen zu können. Aber das Bemühen, es zuzuordnen, hat schon längst stattgefunden. Ja, das Bemühen, etwas zuzuordnen, das findet schon mit dem ersten Erleben statt. Und das zu entspannen, also Dinge auch erleben zu können, ohne sie gleich zuordnen zu müssen und ohne gleich in Reaktionen von, finde ich, angenehm und unangenehm oder uninteressant zu fallen, das ist echt schon eine Frucht der Praxis. Ja, also da ein wenig entspannter zu bleiben. Jetzt ist es so, dass diese Entspannung im Erleben, die könnte missverstanden werden als etwas, was wie so ein Grauschleier übers Erleben zieht. Also eigentlich die Lebensfreude unterminiert. Und da fallen viele rein, in diese Falle. Ja? Gerade wenn nur das unterrichtet wird, dass es darum geht, überall im Gleichmut zu bleiben, diese gleichmütigen Menschen, die können sich kaum noch freuen. Da ist irgendwas aus dem Lot geraten. Irgendwas ist falsch verstanden worden. Jetzt sind wir ja auf dem Bodhisattva-Weg. Wir sind ja auf einem Weg der Zuwendung zu allem, was lebt, um in Resonanz zu sein, um im Austausch zu sein. Und wir werden in diesem Austausch mit allem, was mit uns unterwegs ist, so werden wir unzählige Sinneserfahrungen machen. Und es ist überhaupt nicht unser Ziel, da auszusteigen. Und es ist auch nicht unser Ziel, irgendwie grau zu werden dabei. Ja, also so ein Grauschleier über alles zu ziehen, sondern es geht darum, das Rätsel zu lösen. Wie ist es möglich, sich zu freuen, ohne anzuhaften? Wie ist es möglich, sich zu freuen, ohne sich zu verstricken? Und ich springe mal ein bisschen ins Tantra, ins Vajrayana. Da gibt es zum Beispiel diese Festopfer, diese Ganachakras, Zok auf Tibetisch. Ja? Da sind alle Genüsse erlaubt. Da wird gesungen, getanzt, gegessen, getrunken, ja, alles ist erlaubt, da wird sich ausgetauscht. Sogar Sexualität wäre erlaubt. Machen wir jetzt nicht so, aber ist tatsächlich auch inbegriffen. Und hier haben wir jetzt gar keine Yab-Yum-Statue gerade stehen, aber die Sexualität, also das intensive, intime, körperliche, sich nicht nur berühren, sondern sich durchdringen, im Miteinander verbunden sein, ist geradezu Ausdruck dafür, worum es geht, wenn Bodhisattvas in dieser Welt unterwegs sind. Irgendjemand muss sich ja mal auch gebären, ne? Da gehört ja was dazu. Ne? Es ist ja nicht, fallen ja auch nicht vom Himmel. Und da gibt es Mütter und Väter und da gibt es Geschwister und so. Und da gilt es herauszufinden, wie ist es möglich,
offenen Geistes zu erleben, sodass sich die innewohnende Freude zeigen kann, ohne an der Freude zu haften. Das ist eigentlich schon auch der springende Punkt, denn es ist nicht die Sinnesstimulation selbst, sondern wenn wir etwas genießen, dann entsteht, wenn wir nicht in dem Gewahrsein der leeren Natur, der nicht fassbaren Natur der Erfahrung sind, entsteht der Wunsch, dass es sich wiederholt. Entsteht ein Greifen, es verlängern zu wollen. Und es ist gut, wenn wir nachher etwas kosten können gleich, was wir auch genießen können. Und da hilft es, das, was wir genießen, immer gleich allen Lebewesen zu schenken. Das, was ich jetzt gerade genießen darf, alles, was jetzt gerade Klangempfindungen sind, Geschmacksempfindungen, Geruchsempfindungen, Körperempfindungen, immer gleich in die Weitung zu gehen und es darzubringen. Ja, wir bringen das den Buddhas dar. Wir bringen das sprichwörtlich den Buddhas dar. Im Milarepa Guru Yoga zum Beispiel vereinigen sich von uns ausgestrahlte Devas und Devis, die vereinigen sich in sexueller Vereinigung mit Milarepa und anderen vor uns. Das gehört zur Visualisation der Praxis dazu. Das ist ein Teil des Darbringens von Sinnesempfindungen. Da ist nichts tabu. Und das ist ganz wichtig. Wir können uns nämlich freuen an allem. Wir können die Freude sogar als zentrales Element unseres Weges nehmen, wenn wir es schaffen, die Freude einfach dazu zu nutzen, in die Öffnung und Weite zu gehen. Und nicht in den Wiederholungszwang, nicht in den Wunsch, es verlängern zu wollen, es gleich schon wieder freigeben in dem Moment, wo es erfahren wird. Das ist Übung, Übungssache. Und das ist der Bereich des Übens mit allen Sinneserfahrungen. Ihr wisst aus eurer eigenen Lebenserfahrung, zum Teil auch aus der therapeutischen Erfahrung, dass es vielen Menschen an Lebensfreude mangelt und dass die Lebensfreude wiederkehrt, wenn wir beginnen, die Sinneserfahrungen wieder zu genießen. Egal welche es sind. Manche genießen die Stille, manche genießen die Aktivität. Manche genießen Rap, andere genießen Symphonien. Ja, was auch immer. Ja, manche genießen es, endlich mal nicht berührt zu werden und andere genießen das Kuscheln. Ja, also was da gerade, ja, alles lässt sich genießen. Und ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, das ist eine relativ ausführliche Unterweisung über wie dann, also jetzt gehe ich ja offenbar doch da rein. Es ist eine Unterweisung darüber, wie die Qualität des Gewahrseins selbst, also voll präsent zu sein, setzt schon Freude frei. Da kommt es dann gar nicht mehr darauf an, welche Sinneserfahrungen gerade gemacht werden. Einfach weit offen präsent zu sein, gewahr zu sein, ist in sich schon eine Quelle von Freude. Wenn wir das entdecken, dann macht uns das frei, viel, viel freier, ich sage nicht gleich ganz frei, es macht uns viel, viel freier von dem Greifen nach dem Äußeren, was vermeintlich dafür verantwortlich ist, dass ich Freude erlebe. Wer das kann zum Beispiel, der kann morgens schon beim Aufwachen, beim Eintreten in dieses Gewahrsein, sich mit dieser Freude verbinden. Und wenn dann der Kaffee getrunken wird oder der Tee oder was ihr gerne trinkt, euren Shake oder ja, was auch immer, wird keine Zunahme der Freude erleben, weil die schon da ist. Das heißt, es ist nicht der Kaffee, der die Freude bringt. Der Kaffee bewirkt einen Genuss, der uns wieder mit der innewohnenden Freude verbindet. Und so ist das mit allen Dingen. Wer Zugang zu der Freude in sich hat, der wird alles freudig erleben, aber ist nicht davon abhängig, dass die Sonne scheint, dass mir jemand zulächelt,
Ja, diese Abhängigkeit von äußeren Dingen wird extrem reduziert. Bis hin, dass Menschen totale, intimste Freude erlebt haben und erleben, während sie völlig für sich in der Höhle meditieren. Da braucht es keine speziellen Sinneserfahrungen dafür. Also eigentlich genau das, wo alle schräg draufkommen würden, ja, Entzug von Sinnesstimulation in so einer vermauerten Höhle, ja, so, das absolut krasseste Beispiel, ja. Und die machen da drin eine Praxis, diese Praxis hier, von der ich spreche, diese Mahamudra-Praxis, und die kommen raus, irgendwann aus dieser Höhle, und sind ein Bündel strahlender Freude. Ja, hat die Welt schon gesehen, gibt es. Und wir können das im Kleinen machen. Wir können im Kleinen tatsächlich jede Sinneserfahrung nutzen, um in die Öffnung zu gehen. Und damit reinigen wir jeden dieser Sinnesbereiche. Ja, wir reinigen die Körpererfahrung, es wird zu einer reinen, das heißt nicht von Greifen besetzten Körpererfahrung. Wir reinigen das Hören, es wird zu einer nicht von Greifen besetzten Erfahrung des weiten, non-dualen Hörens. Das Gleiche gilt für Sehen, das Gleiche gilt für das Riechen, fürs Schmecken. Es gilt dann auch fürs Denken und die ganze Gefühlswelt, alles, was wir so an Resonanz in uns erleben. Es geht durch alle Skandhas hindurch. Wir nennen das Reinigen der Skandhas. Die werden dann zu reinen Skandhas. Das heißt, in einem Buddha gibt es weiter Formwahrnehmungen, es gibt weiter Resonanz auf etwas, was gerade passend ist, was wir normalerweise angenehm nennen würden, unangenehm, was gerade nicht passend ist. Es gibt Unterscheidungen, es gibt gestaltende Kräfte, natürlich dann heilsame gestaltende Kräfte und es gibt natürlich jede Menge wechselnde Bewusstseinszustände. Und all das ist rein, wird gereinigt durch unsere Fähigkeit, die Natur des Erlebens zu erkennen und zu sehen, wow, diese Fülle des illusorischen Spiels von allem Möglichen, was da auftaucht, was sich so bunt zeigt, solch eine bunte Vielfalt und eine Freude des reichen, dynamischen Gewahrseins in seiner Kreativität und alles befreit sich von selbst. Und während ich das so mache, mir mit den Händen habe ich gemerkt, dass ich genau in die Mudra gehe, die Genno Rinpoche am meisten gemacht hat. Er war ständig dabei, so zu sprechen. Das war das Häufigste, das habe ich aber nicht extra gemacht. Das ist jetzt passiert, weil ich in dem Geisteszustand so ein bisschen angedockt habe, wo Genno Rinpoche unterwegs war. Die Vielfalt, die entsteht und die sich befreit. Die Vielfalt, die entsteht und sich befreit. Das hat er ständig. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, Tausende von Malen ich das bei ihm gesehen habe. Der war immer dabei, ja, zulassen, aufsteigen lassen, sich befreien lassen. Das ist so der Prozess des Erlebens, des Erfahrens. Und das macht so eine Riesenfreude, einen Weg aufgezeigt zu bekommen, in dem es nicht darum geht, eine graue Kirchenmaus zu werden, ja, sondern wo wir uns freuen können. Nur müssen wir es lernen. Wir müssen es lernen, weil das ist schon sehr verführerisch. Ja? Da, wo Freude entsteht, ist sehr schnell mal der Wunsch, mehr davon haben zu wollen. Ja? Und die Bereitschaft, sich ein bisschen abhängig zu machen, ist gigantisch. Ja? Wir sind so gerne abhängig von etwas, was uns Freude gibt. Ja? Bis es sich in Abhängigkeit wandelt und wir merken, ich weiß gar nicht mehr, wie ich freudig sein kann, ohne diese Person, ohne diesen Input, ohne meine Musik, ohne
ohne die Sonne, ohne ja, was auch immer. Also das lernen wir. Und jetzt, bevor ich noch mehr spreche, gehen wir in die nächste Übung, ins Schmecken. Wir werden schmecken mit Gewahrsein. Tillmann ist jetzt schon recht dunkel. Und Gendün, was hat sie geschrieben, die Ruth? Naja, also vorhin wollten sie, dass es dunkler macht, jetzt wollen sie, dass es heller macht. Mach einfach mal die an, damit es ein Ausgleich zur Sonne ist. Ja, das ist wahrscheinlich die Kamera, die selber ein bisschen justiert. Umstellen, damit es dunkler ist. Aha, vorhin hast du umgestellt, damit es dunkler ist. Okay. Also. Ich möchte euch vorher Anteil haben lassen an etwas, was mir relativ wichtig erscheint. Nicht alle von euch sind sich so ganz klar darüber, dass Riechen und Schmecken zwei verschiedene Vorgänge sind. Wenn wir essen, dann riechen und schmecken wir gleichzeitig. Die Geschmackspapillen und die Geruchsknospen sind an etwas unterschiedlichen Stellen. Und es gibt Dinge, die kaum riechen, aber stark schmecken. Ich lasse auf der linken Seite Salz rumgehen und auf der rechten Seite Zucker. Bitte riecht doch mal dran und schmeckt dann. Und werdet euch des krassen Unterschieds bewusst, wie wenig etwas riechen kann und wie stark es schmecken kann. Ja, ihr könnt das, wenn ihr ganz flott in der Küche seid, dann könnt ihr das natürlich auch mitmachen. Es ist mir ein Anliegen, weil es hat was mit der Lebensfreude zu tun. Wir Menschen riechen nicht genug. Unser Geruchssinn wird so wenig genutzt. Und wenn er genutzt wird, dann eher, um sich mit Parfüms und Cremes und so weiter einzureiben, wo die meisten viel zu stark sind. Ja? Viel zu stark, sodass es alles andere betäubt. Und beim Schmecken lassen wir uns oft nicht die Zeit. Das heißt, es wird zu hastig gegessen. Lasst uns doch diese unglaublichen Quellen des Genusses besser nutzen, das Riechen und das Schmecken, und viel differenzierter werden da drin. Okay, auf geht's. Ich hoffe, ihr habt euer Sortiment bei euch. Der Simon hat nichts gekriegt? Ja. Das braucht jetzt nicht sehr viel Anleitung. Ja? Riechen wir nochmal. Und dann schmecken wir und seien wir uns auch des Unterschiedes zwischen Riechen und Schmecken bewusst. Etwas, was so riecht, wie schmeckt das eigentlich? Und dann beim Schmecken, wie verändert sich der Geschmack? Und was setzt er innerlich frei auf der Gefühlsebene? Kommen euch auch so Bewertungen? Also, ich habe zum Beispiel diese Dattel mit dem Kaffeegeschmack.
Und dann kommt die Bewertung, das ist ja eine grandiose Kombination. Ihr habt vielleicht ganz andere Bewertungen. Oh, vielleicht habt ihr eine abgestandene Nuss erwischt, die irgendwie, ja, so. Schaut mal, was kommt. Schaut mal, was für geistige Gestaltungen auftauchen, wenn ihr das eine oder andere erst riecht. Und dann schmeckt. Und das Spannendste ist immer da, wo ihr ein bisschen staunt. Ein bisschen staunt. Das ist der Unterschied zwischen dem, was wir erwartet haben und wie es dann tatsächlich ist. Das Staunen ist der Mahamudra ganz, ganz wichtig. Das Staunen öffnet. Staunen, jetzt auch gerade bei mir, staunen, wie der zweite Bissen leicht anders schmeckt als der erste Bissen. Wow. Was bewirkt das alles, so ein bisschen Salz im Mund zu haben? Wie geht, was passiert da alles? Dieses Unbeschreibbare, immer wieder tunen wir uns ein in die nicht beschreibbare Qualität dieser Erfahrung. Wir haben ein paar Worte, die wir benutzen könnten. Aber wie soll ich den Geschmack von Zucker jemandem erklären? Vor allem, wie es jetzt gerade schmeckt. Nicht nur allgemein. So eine Trockenfrucht wie ein getrockneter Apfel, ein getrockneter Apfelschnitz, ist unglaublich reichhaltig, weil es sich im Laufe des Kauens ständig weiter entfaltet, verändert. Und denken wir doch jetzt gerade wieder mal dran, wie die große Mutter, wie Prajnaparamita, wie so ein Buddha zu schmecken. Völlige Offenheit der Sinne, ohne ins Greifen zu kommen.
Okay. Jetzt verweilen wir noch ein bisschen im Nachgeschmack. Wünschen allen Lebewesen, dass sie den Genuss von Gerüchen und Geschmäckern erleben können. Ich erspare euch jetzt die traditionelle Übung, den Geschmack von etwas zu kosten, was wir nicht ausstehen können. Die Übung kommt schon früh genug. Dann gilt es gleichmütig offen zu bleiben. Vielleicht hilft euch das Gatte-Mantra. Teyata Om Gatte Gatte, Paragatte, Padasamgatte, Bodhisvaha. Das üben wir beim Zok, beim Festopfer. Da wird nicht ausgewählt. Da kommt dann was vorbei, was wir normalerweise nie selber nehmen würden. Es wird uns angeboten. Wir haben keine Chance, als es anzunehmen. Und machen es zum Teil der Praxis. Vielen Dank für eure Praxis, für euer Mitgehen. Es soll ja Menschen geben, die Gummibärchen mögen, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das sind so die üblichen Teststückchen, die mir der Johann immer auf den Teller geschmuggelt hat. Also, wir werden gleich weitergehen mit dem Erforschen des Skandhas. Jetzt schon mal als abschließende Bemerkung zu diesen 5 äußeren Sinnesfeldern. Das sind die 5 Ayatanas in Verbindung mit Körper, also Sinnesfelder, Körper, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Die den größten Teil unserer Sinneswahrnehmung ausmachen. Es gibt dann noch den 6. Bereich, der wird sehr offenkundig, wenn wir ein Buch lesen oder etwas hören, dann ist gar nicht so sehr die visuelle Erfahrung im Vordergrund. Wir lesen ja ein Buch nicht wegen der visuellen Erfahrung, sondern wir lesen es, weil es unsere geistigen Prozesse stimuliert. Und genauso, wenn wir ein Audio hören, nehmen wir mal an, eine Unterweisung oder ein Roman, ein Hörbuch, dann geht es uns nicht darum, den Klang zu hören, anders als bei der Musik, sondern es geht uns darum, durch das Gehörte in eine Welt des Erlebens hineingeführt zu werden. Das nennt man den 6. Ja? Das sind die Sinneswahrnehmungen im 6. Sinn. Unser
Geistiges Erleben wird stimuliert. Und das geht durchs Visuelle, das geht durchs Gehörte, ja, aber das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Botschaft. Das, was die Sprache in uns auslöst. Dafür kann man auch Bilder und Klänge nutzen. Das geht auch über Körper. Alles kann ein solches geistiges Erleben auslösen und nachts findet es im Traum statt, ohne dass irgendein äußerer Sinn stimuliert wird, manifestiert sich das gesamte 6. Sinnesfeld in aller Pracht als Traum. Da sprechen wir nicht davon, dass die 5 anderen Sinnesfelder aktiv sind, sondern da ist nur das 6. Sinnesfeld aktiv und darin fehlt nichts. Es wird gefühlt, als ob wir berührt werden, es wird gerannt, als ob wir rennen würden, es wird gehört, gerochen, geschmeckt, alles so, als ob es durch die äußeren Sinne stattfinden würde. Findet aber nur im 6. Sinnesfeld statt. Die Mahamudra-Praxis bewirkt dann auch, dass dieses Nichtgreifen im Traum stattfindet und dass dadurch der Traum zum Erliegen kommt. Er wird durchschaut. Es findet kein Greifen nach der Wirklichkeit des Traumerlebens statt, wodurch das Träumen im selben Moment ein Ende hat. Wir können es weitergestalten, wenn wir wollen, aber in dem Moment ist das impulsive, geistige Erleben vorbei. Dies jetzt nur, um euch das 6. Sinnesfeld schon mal anzudeuten. Dieses 6. Sinnesfeld, ja, wir sprechen da von den Dhatus und Ayatanas, das sind diese 6 Sinnesfelder, das bekommt in der Klassifikation der 5 Skandhas sowieso die restlichen 4 Skandhas zugeordnet. Ja? Wir haben Rupa, das körperbasierte Erleben, und Nama, das geistige Erleben. Dazu gehört Empfinden, Unterscheiden, Gestalten und die verschiedenen Bewusstseinszustände. Das sind ja diese 4. Deswegen brauche ich die jetzt nicht euch in einer extra Übung beim 1. Skandha so deutlich zu machen, sondern denen wenden wir uns jetzt ja sowieso zu. Es gibt also geistige Inhalte. Alles ist geistiger Inhalt, auch die körperbasierten Sinneserfahrungen sind geistiger Inhalt. Und diese Inhalte lösen etwas aus. Und jetzt nehme ich tatsächlich mal das Beispiel eines guten Hörbuchs, das wir genießen und wo der Roman, der da gerade zu hören ist, im Hören der Worte eine innere Atmosphäre entstehen lässt. Okay? Eine innere Atmosphäre ist genau das, was wir uns wünschen. Wir möchten durch einen Film oder durch einen Roman in ein atmosphärisches Erleben hineingeführt werden. Allein schon, dass wir die Worte verstehen, ist das 3. Skandha. Das sind die Unterscheidungen. Wir müssen ein Wort vom anderen abgrenzen können. Und wenn der Sprecher zwischendurch changes the language, dann kriegen wir das mit, dass er gerade has changed the language. Ja? Wir kriegen das mit. Wir sind im Unterscheiden, während wir zuhören. Wenn wir beide Sprachen sprechen, dann haben wir gerade den Satz verstanden. Das kriegen wir hin. Das ist alles Unterscheiden. Aber das Unterscheiden ist in dem Moment gar nicht das Wichtige. Es geht ums Empfinden. Und zwar schlagen wir das Buch zu, beziehungsweise tippen auf die Pausentaste oder Stopptaste, wenn vom Empfinden her wir in einen Bereich kommen, den wir nicht mehr interessant und angenehm erleben. Dann ist vorbei.
Das muss dir uns die ganze Zeit irgendwie angenehm interessant vorkommen. Das ist eine notwendige Zutat dafür, dass wir ein Buch zu Ende lesen oder einen Film zu Ende sehen, ein Hörbuch zu Ende hören, das von Anfang bis Ende ohne allzu große Unterbrüche es uns nicht langweilig wird, das wäre eine neutrale Empfindung, weder angenehm noch unangenehm, und es darf auch nicht über zu lange Strecken unangenehm sein. Es muss dominant angenehm sein. Wir beenden Situationen, wir bewegen uns aus Situationen heraus, wenn das Unangenehme dominiert oder wenn wir auf Dauer gelangweilt werden. Dann entwickeln wir eine Aversion gegen solche Situationen. Wenn wir eine Entscheidungskraft haben, werden wir in den angenehmen Situationen bleiben. Das ist, was ich mag. Das ist, was mich nährt. Das ist, was mich interessiert, was mich anregt. Da komme ich auf meine Kosten. Das ist da, wo ich gerne bin. So. Das müssen wir uns mal klar machen, wie stark das eigentlich ist. Schaut mal, ihr alle habt jetzt gerade irgendeine Körperhaltung. Irgendeine Körperhaltung habt ihr gerade. Die habt ihr nicht einfach so aus Versehen eingenommen, sondern es ist die Körperhaltung, in der es sich jetzt gerade am besten aushalten lässt. Im Gesamtkontext der Situation, auf dem Bildschirm zu schauen, zuzuhören, das muss ja alles irgendwie kombiniert werden. Aber wer keinen Bock mehr hat, der schaltet die Kamera aus und legt sich aufs Sofa, weil er nicht beobachtet werden will dabei, wie er jetzt gerade zuhört, während er auf dem Sofa liegt. Ja? So macht ihr das, kenne ich doch, ist doch klar, sollt ihr ja auch. Ja? Da haben es die hier im Raum ein bisschen schwieriger. Jeder von uns ist ständig dabei, kleine Körperbewegungen und Anpassungen der Sitzhaltung auszuführen, damit es im angenehmen Bereich bleibt oder zumindest im erträglichen Bereich. Wenn es unerträglich wird, dann wird spätestens gewechselt. Also wenn es unangenehm wird, über längere Zeit bis hin zu unerträglich, wird spätestens gewechselt. Die Kleidung, die wir tragen, haben wir irgendwie so ausgewählt, dass sie uns angenehm ist. Angenehm am Körper, dass wir uns aber auch angenehm damit fühlen, wenn uns andere angucken. Also irgendwie, dass es uns wohl damit ist. Wenn wir nachher essen und was wir trinken, wir suchen uns das danach aus, was für uns angenehm ist. Und das Unangenehme, das lassen wir sein. Wir wägen dann ab. Ich mag ja schon Kaffee, aber er ist unangenehm, wenn er im Magen ankommt. Das tut dann ein bisschen weh. Na, die brauchen dann irgendwie einen magenfreundlichen Kaffee oder sie werden dann trotz allem Kaffeegenuss zu Kaffeeabstinenzler. Versteht ihr? Ja, das ist so. Wir entscheiden unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist von diesen Empfindungen durchdrungen und die gestalten unser Leben. Wenn mir die Sonne unangenehm wird, wenn sie dir unangenehm werden würde, würdest du dich irgendwann wegsetzen. So einen Platz sucht sich nur jemand, der prinzipiell mal gut mit Sonne zurechtkommt und die Sonne gerne auf dem Buckel hat. Wenn das nicht mehr der Fall ist, bewegen wir uns raus. Und so ist das mit allen Dingen. Ihr schaltet ab, diese Zoom-Übertragung, wenn das, was ich sage, nicht mehr irgendwie nährend, angenehm, fördernd, sonst was ist. Ja, all diese Begriffe, die wir da brauchen. Und das muss man sich mal klar machen. Das ist nämlich nicht nur so ein bisschen, ja, ich mag das ein bisschen mehr als das andere, sondern dieses zweite Skandha des Unterscheidens in angenehm und unangenehm und weder noch prägt unser ganzes Leben. Unsere Partnerwahl hängt damit zusammen, unsere Berufswahl hängt damit zusammen,
auf was wir reagieren, wenn sich unsere Freunde und Kinder und Eltern so und so verhalten. Alles hängt damit zusammen. Reaktionen auf das, wie wir etwas erleben. So gestalten wir unser persönliches Zimmer. Das nennen wir dann unseren Stil. Aber eigentlich ist es nur das, was wir insgesamt im eigenen Erleben als angenehm erleben und immer auch im Hinblick auf das, was andere von uns denken. Denn auch da wollen wir im angenehmen Bereich unterwegs sein. Wir wollen nicht gleich abgelehnt werden. Dadurch, wie wir uns kleiden, welche Musik wir hören, wie wir unser Zimmer gestaltet haben, also unser Zuhause und so weiter. Also unglaublich, ja, wie das unser Leben durchdringt. Und jetzt stellt euch vor, da kommt Entspannung hinein. Aber da ich jetzt doch schon wieder einiges gesprochen habe, machen wir erst wieder eine Pause und dann gehen wir in die Übung zu diesem zweiten Skanda mit den angenehmen und unangenehmen Empfindungen. Wir machen wieder eine Viertelstunde Pause bis 11:05. Ich mache das nicht extra, dass es immer 5 nach dann ist. Aber so ungefähr um die volle Stunde brauchen wir unsere Pause. Bis gleich. Ich habe übrigens den Weltfrauentag gestern ja versäumt. Ne? Und habe ich nicht gewusst, obwohl Evelyn mir Bescheid gegeben hat. Aber habe die Nachricht erst heute gekriegt. War halt nicht online. Aber wir tun unser Bestes. Ne? Das Rad der Zeit wird ja irgendwie gerade rückwärts gedreht. Also wenn man sieht, was die statistischen Erhebungen unter Jungen, also der sogenannten Generation Z, hervorbringen. In der Schweiz hat eine Statistik gesagt, von der Generation Z, 53% der jungen Männer finden, die Frau müsste dem Mann gehorchen. Das kennen wir doch irgendwoher. Wie lange ist das her? Und was haben wir uns angestrengt? Was haben wir uns bemüht, dass es anders läuft? Boah, ja? Also ist schon heftig. Also wir tun unser Bestes, um hier ganz anders unterwegs zu sein. Die große Mutter sprechen lassen ist schon ein Stück Weg in diese Richtung. Ja. Du, habe ich mir jetzt das Mikro zu hoch gesetzt? Nee, ne? Ist okay. So, und jetzt geht's ins Erforschen des Skandhas der Empfindungen oder Gefühlstönungen. Den Begriff Gefühlstönung habe ich von Fred von Almen übernommen. Es geht nämlich nicht um Gefühle, sondern es geht um eine erste Tönung, dass etwas sich angenehm wohltuend anfühlt oder unangenehm nicht so wohltuend. Ja, wir beginnen direkt. Ich merke, ich bin schon dabei, innerlich in die Meditation zu gehen. Lade euch also ein, das ebenfalls zu tun. Wir treten wieder ins selbe Universum der Sinnesempfindungen ein. Diesmal aber nicht mit dem Augenmerk so sehr auf, was da erlebt wird, sondern welche Gefühlstönung es in uns auslöst.
Also jetzt klar, für euch ist jetzt zum Beispiel die Stimme und die Inhalte dessen, was gesagt wird, und dann aber welche Gefühlstönung löst das aus? Und jetzt bitte ich euch, sehr viel differenzierter hinzuschauen. Dieses angenehm-unangenehm Schema passt nicht, es ist zu grob. Es gibt so viel mehr Schattierungen in diesem Bereich der Vedanas. Ja? So viel mehr. Lassen wir uns nicht einengen von Kategorisieren in angenehm, unangenehm und weder noch, sondern nehmen wir jetzt mal wahr, wie es sich in unserem Körper anfühlt. Nicht was wir im Körper spüren, sondern welche Schattierungen von Gefühlstönungen wir gerade erleben, anlässlich der Empfindungen, also der Wahrnehmungen in dem Sinne, in verschiedenen Körperbereichen. Wir können uns nämlich in einem Bereich des Körpers ganz anders fühlen als in einem anderen Bereich des Körpers. Es mag Bereiche im Körper geben, die sich wohlig anfühlen. Andere Bereiche, die sich angespannt anfühlen. Es gibt auch wohlige Anspannung. Oft ist ja so ein feines Vibrieren im Körper, so als durchgängiges Gefühl überall. Aber es gibt zum Beispiel ein eher angenehmes, wohltuendes, als wohltuend erlebtes Vibrieren. Und es gibt vibrierende Empfindungen, die gar nicht so angenehm sind. Es gibt Schattierungen, Nuancen von Temperatur erleben, Wärme und Kühle. Es gibt angenehme Kühle und Frische, unangenehme kühle Empfindungen, angenehme warme Empfindungen, unangenehm warme Empfindungen. Wie ist das zum Beispiel im Gesicht? Die Gesichtsoberfläche. Was haben wir da für Gefühlstönungen? Ihr merkt bereits, dass es mir sehr darauf ankommt, dass wir nuanciert, also fein unterscheidend wahrnehmen.
die damit einhergehenden Empfindungen, Gefühlstönungen genauso differenziert wahrnehmen und nicht einfach sagen, oh, ich fühle mich gut. Ganz fein nehmen wir wahr. Und wir gehen jetzt, wir wandern mit unserer Aufmerksamkeit in den Bereich des Hörens. Vielleicht gibt es bei euch auch Geräusche in der Wohnung, um die Wohnung herum. Wie ihr merkt, je nachdem könnten sie in den als angenehm empfundenen Bereich hineingehen, in unangenehm empfundenen Bereich, je nach Geisteshaltung. Also wir haben hier dieses Baggergeräusch und wenn die Einstellung der Freude dominiert, dass da jetzt endlich was weitergeht, dann stört das weniger. Wenn der Wunsch, die Unterweisungen vor Geräuschbelästigung zu schützen, dominiert, dann baut sich eine Abwehr auf. Je nachdem. Und vorhin, als ich gerade im Körper war, habe ich die Geräusche gar nicht mehr wahrgenommen. Mit welchen Gefühlstönungen gehen die verschiedenen Geräusche einher? Wie ist das, wenn ich jemanden schlucken höre? Geräusche aus dem eigenen Bauch? Das Surren des Computers? Und dann wandern wir in den sehenden Bereich. Da waren wir gestern schon ein wenig unterwegs. Hell und dunkel, Farben. Farben oder auch Formen, Gestalten, die eine Empfindung, eine Gefühlstönung auslösen, zum Beispiel den Wunsch, mit dem Blick dort länger zu verweilen. Und wir untersuchen diesen Wunsch, wir schauen dahin.
Was ist es in dieser Sinneserfahrung, das den Wunsch auslöst, mit dem Blick länger dort zu verweilen? Es können so viele Faktoren sein. Und umgekehrt, was löst den Wunsch aus, irgendwo nicht mit dem Blick zu verweilen? Auch da ganz viele Faktoren. Es ist nicht nur das Visuelle. Zum Beispiel werde ich jetzt nicht mit meinem Blick länger auf dem Gesicht von jemandem verweilen, einfach aus Rücksichtnahme. Auch das spielt eine Rolle. Ich verweile aber sicher auch nicht auf etwas, was mir zu grell vorkommt. Nehmt die Vielschichtigkeit wahr. Was lenkt den Blick? Wo verweilt der Blick gerne und wo nicht so gerne? Was lässt sich entspannen und wo fällt es schwierig, in eine Entspannung im Sehen zu finden? Und wir wandern durchs Riechen und Schmecken. Das haben wir vorhin schon erlebt. Und können uns deswegen sehr bald dem Bereich, dem 6. Sinnesbereich zuwenden. Welche Empfindungen lösen verschiedene geistige Eindrücke aus, Geistesbewegungen, Gehörtes, Gesehenes, Gespürtes? Ich werde jetzt mal still, weil es wird immer subtiler. Ich möchte sehr gerne, dass ihr Zeit habt, die Empfindungen zu spüren, die eure eigenen Gedanken auslösen.
Ganz fein. Es geht darum, hinzuspüren, wieso wir wohl bestimmtes denken, welche Empfindung das unterstützt. Inwiefern ist es manchmal angenehm zu denken, manchmal unangenehm zu denken?
Gefühlstönungen, die irgendwie entstehen. Hier wirkt die Sinneserfahrung von Stille, die Sinneserfahrung, dass plötzlich wieder gesprochen wird. Das alles ist Inhalt unserer täglichen Meditationssitzungen. Obwohl wir uns so viel Zeit nehmen, jetzt gerade für da durchzuwandern, es ist nie lang genug. Das ist, weil es einfach das Klein-Klein der Meditation Tag für Tag, da wach zu werden. Ein wichtiger Punkt für mich jetzt gerade war, so ins Erleben zu bringen, dass die Raster angenehm, unangenehm, weder noch, dass die zu grob sind. Ja? Also das ist viel, zum Beispiel angenehm, vielleicht trifft das Wort interessant, ist besser. Etwas ist interessant und ist deswegen so ein bisschen angenehm. Ja? Oder etwas ist langweilig und deswegen so ein bisschen unangenehm. Aber vor dem Unangenehm der Langeweile kommt das weder noch der Langeweile. Ja, also, sodass ihr merkt, was eigentlich mit einem Geschehen einhergeht. Also eine Sinneserfahrung ist immer ein Geschehen. Was mit so einem Geschehen einhergeht, das differenziert sich noch aus. Und was zu Anfang ein sanftes Gefühl von Unbehagen sein kann, kann sich steigern. Und da wird aus dieser einfach nur unangenehmen Empfindung, wird plötzlich, nicht plötzlich, sondern wird nachvollziehbar und relativ schnell oder kann auch langsam, kann ein Ärger werden. Also es wäre durchaus möglich gewesen, wenn jetzt der Bagger näher vorm Fenster noch gearbeitet hätte, jetzt scheint er weiter weg zu sein, dass uns das auf die Dauer dann doch ein bisschen genervt hätte und das leicht Unangenehme oder leicht Angenehme gekippt wäre in, oh, kann er nicht endlich mal aufhören. Ne? So, und dann hat man eine richtige Emotion. So, und so diese Übergänge mitzubekommen, ja, dieses Differenzierte. Bitte geht nicht mit diesen Skandhas so um, als wären das abgegrenzte Bereiche, wo wir irgendwie mal in dem einen, mal in dem anderen unterwegs sind, die sind gleichzeitig aktiv, während wir jetzt gerade die Gefühlstönung untersucht haben, war das Wahrnehmen von Formen aktiv, das Unterscheiden war aktiv, es waren heilsame und nicht heilsame Geisteszustände, Gestaltung beteiligt und wir haben die ganze Zeit verschiedene Bewusstseinszustände erlebt. Okay, das war alles gleichzeitig da. Nur unser Hauptaugenmerk hat mal einen dieser Bereiche so mehr ins Bewusstsein gehoben. Also zweiter wichtiger Punkt, die 5 Skandhas sind gleichzeitig aktiv. Ja?
Deswegen, wenn ihr ein bisschen Abhidharma studiert, dann findet ihr das zweite und dritte Skandha, also unser jetzt Empfinden mit den Gefühlstönungen und das Unterscheiden, als Teil der Gestaltungen. Ja, die gehören zu den Gestaltungen mit dazu. Ja, das ist so ganz offenkundig und selbstverständlich ist die Summe all der Gestaltungen, ist dann das, was wir im Bewusstseinszustand nennen. Das waren so die wichtigen Punkte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, weiter da zu forschen. Wir werden jetzt gleich zu den Fragen kommen und Bemerkungen. Und ich wollte euch auch noch sagen, ich habe mir so ein bisschen geguckt, was haben wir denn so vor uns, wie viele Übungen hatte ich ursprünglich angesetzt. Wir sind gemütlich und gut unterwegs. Und es kann sogar sein, dass wir am Ende dieser Woche noch Zeit haben, gemeinsam in das Herzsutra zu gucken. Das würde ich, wenn wir am Schluss der Woche Zeit haben, würde ich das hier einschieben, weil es genau zu diesem Thema der allgemeinen Einsichtsmeditation im Mahayana passt. Das ist nämlich genau das, was gemeint ist. Ja? Das Herzsutra ist ja durch und durch ein Weisheitssutra. Und es geht da um diese Einsichten in die leere Natur der Dinge. Das, was eigentlich uns jetzt beschäftigt, dass diese ganzen Gefühlstönungen, Empfindungen und so alle von substanzloser Natur sind. Nichts ist fassbar. Ja, so dieses damit unterwegs zu sein, das ist die Grundlage von allem. Okay, der Raum ist offen für eure Bemerkungen und Fragen. Seid willkommen. Wir machen das wieder so, dass ihr euch mit der Hand meldet, die dann hier auf dem Bildschirm aufleuchtet. Gibt es irgendetwas, wo ihr euch gegen den Strich gebürstet fühlt? Etwas, was nicht passt oder was eurem Wissen, was ihr so aufgebaut habt im Dharma, eventuell nicht entspricht? Milan, schön dich mal wieder zu sehen. Du bist als Erste dran. Du musst dich laut schalten. Wir hören dich noch nicht. Hallo Timon. Ja, grüß dich. Ja, ich habe eine Frage. Gerne. Und zwar, es geht um den Prozess oder Reaktion von in Resonanz bleiben und im Austausch gehen. Also Beispiel, wenn Kontakt durch Hören, Sehen, dann gibt es Vedana und dann schlägt das um zum Beispiel in Ärger. Und beärgere ich denn das resonant? Ja, das ist eine Form von Resonanz. Das ist die Resonanz, also das ist eine Resonanz auf das Erleben, was zunächst einfach nur ein bisschen unangenehm war und jetzt aber zu viel wird. Und so ist eigentlich Ärger eine versteckte Form von Mitgefühl. Sehr versteckt, aber durchaus gehört es in diesem Bereich der Resonanz. Und zwar geht es dir in dem Moment vor allen Dingen darum, dich selbst zu schützen. Du wirst ärgerlich, zum Beispiel auf ein Geräusch, auf den Nachbarn, was auch immer, der zu laut ist. Und eigentlich ist es ein Resonanzphänomen. Dominieren tut aber in dem Moment das Gefühl, ich will das nicht, ich will mich schützen. Aber es ist tatsächlich Resonanz und sogar eine Form von Mitgefühl. Sehr spannend, wenn wir entdecken, dass Ärger eigentlich was mit Mitgefühl zu tun hat. Aha. Ja, das ist auch zu erforschen. Ja. Also und dann, was ist dann hier gemeint, was muss ich machen, wenn das irgendwie in Resonanz bleiben und dann also in Resonanz bleiben und in Austausch zu gehen. Das heißt, ich muss das wahrnehmen, den Ärger,
und gleichzeitig auch Selbstoffenbarung machen. Ja, du könntest das so machen, dass du das spürst, wie in dir eine ärgerliche Resonanz gerade auftaucht, und du könntest ihr mehr Raum geben, sodass sie sich ausschwingen kann und der Ärger nicht allzu heftig, nicht allzu scharf dann in die Situation zurückkehrt. Ja? Also, dass du mehr Raum, mehr in die Weite gehst, ja, den Ärger nicht unterdrücken, sondern ausschwingen lassen und ein bisschen weiter atmen in der Zwischenzeit, bevor du dann was sagst oder tust. Dann kommt es ein bisschen besser. Mhm. Also in Kontakt bleiben mit Erde und nicht reagieren, Raum schaffen und erst Ja, dann überlegen, was zu tun ist. ja, Das gemeint. genau. Und dich annehmen in deinem Ärger. Du darfst ja ärgerlich sein. Das ist ja nur eine etwas verstrickte Form von Mitgefühl. Eigentlich ist es Selbstfürsorge, dass du ärgerlich wirst. Aber kommt ein bisschen, tut ja nicht direkt gut, weil du ja ärgerlich bist, und ärgerlich sein ist kein schönes Gefühl. Aber eigentlich geht es darum, etwas Unangenehmes aus deinem Leben heraus zu befördern. Und das ist in der Tiefe, ist es eine Haltung der Selbstfürsorge. Bisschen, das ist spannend, ne? Das heißt, wir dürfen uns nicht verurteilen in dem Ärgerlichsein. Es ist höchstens ein bisschen ungeschickt, ein bisschen übertrieben. Wir müssen vielleicht gar nicht so ärgerlich werden und können trotzdem merken, nee, das tut mir nicht so gut. Ich suche nach anderen Lösungen. Okay. Ja? Okay, Danke. Milan. Danke dir. Da hat sich die Ruth gemeldet, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo ihr beide. Hallo. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese Unterweisung. Für mich gab es einen wirklich erhellenden Moment gestern schon, als es um das Sehen ging und du dann es war für mich was wie so ein Moment erwähnt, jetzt überleg doch, oder jetzt guck mal, dass du schaust wie die große Mutter. Und es war so ein Moment wo wirklich, ich habe auf den Ofen geschaut, wo das Feuer so loderte, wo das alles nochmal es war wirklich nur ein Moment, so wie heller, größer, weiter wurde. Und was ganz schön war, wir haben heute Morgen wieder mal unsere Runde um den See gedreht und da ist ja nicht viel los und es ging dann so, dass ich dass ich eigentlich die ganze Zeit sowohl die Vögel gehört habe, als auch den Schwan gesehen habe, als auch dies, als auch das, also nicht alles auf einmal, aber wo das alles so präsent war. Ja, wo diese Weite plötzlich für mich so spürbar und sichtbar war. Oder auch plötzlich die Thujas gerochen habe, die wahrscheinlich gestern geschnitten wurden oder wann auch immer. Also wo alles so kam. Und dann habe ich mich erinnert an den Spaziergang, den wir gestern gemacht haben, wo Sonntag war und viel mehr Menschen unterwegs waren. Und wie es mir ging, wenn ich zum Beispiel so Wortfetzen mitbekommen habe, ja, und dann dann zu merken, ach guck mal, darauf springst du jetzt an. Da unterhalten sie sich über die Arbeit oder da hörst du was aus einer Beziehung heraus. Oder auch die Menschen zu sehen, wo habe ich den Eindruck, da ist was so zusammen oder wo ist was weit. Ich finde es ultra spannend und für mich einfach unglaublich erhellend, nochmal jetzt auch die Unterweisung, die du heute Morgen gegeben hast. Also vielen lieben Dank. Auch dieses Unterscheiden jetzt eben, ja, es ist nicht nur das, sondern das wirkt dann sich auch auf das aus und das ist das Interessante dahinter. Und das macht das macht ja auch so eine große Öffnung aus. So.
Mhm. Und vielleicht noch abschließend, was ich für mich, glaube ich, wirklich mitnehme als Übung, weil das kenne ich gut von mir auch, früher viel, viel, viel mehr, das kann ich schon viel besser, aber ist dann auch, wenn ich was Schönes erlebe, das loszulassen und das eben nicht, ach, wäre schön, wenn noch mal auftaucht. Und die Übung darin zu erkennen, widme es gleich. Und Mhm. auch, also Mhm. widme es direkt, gib es ab und dann jetzt wirklich zu erforschen, klappt das? Ja, Weißt ja, du? Ja, genau. also ganz toll, danke. Ja, danke, danke fürs Teilen. Wenn es dir mal passiert, so wie mir auch, dass ich mir wünsche, dass sich etwas wiederholt oder verlängert, dann kann in dem Moment auch eine mitfühlende Einsicht groß auftauchen und sagen, ja, kannst du dir schon wünschen, sehr unwahrscheinlich, dass es jemals nochmal so wird wie jetzt. Es wird anders sein. Bereite dich schon mal drauf vor. So eine ja, so, ja, ich verbiete mir das gar nicht mehr, das zu wünschen, sondern auch da komme ich mir zu der Einsicht, die mir hilft, die Natur der Dinge zu sehen. Schöner Wunsch, sehr verständlich, ne? Ja, So, geht ja, wahrscheinlich nicht ganz so. ja, Okay, danke. gut. Okay, ciao. Ciao. Nagatakini. Ja, hallo. Grüß dich. Ähm, also ich fand, genau, ich glaube, ich bin gerade wieder an so einem Moment, wo es mir anfängt, zu viel zu werden. Und da ist in der letzten Meditation irgendwann dachte ich mir so, das sind mir jetzt zu viele Worte, ich will weg. Also es war so, also von unangenehm war es eindeutig so in so eine Flucht, so Flucht ist, ja, weg, Abneigung. Und dann dachte ich mir, ja, ich kann ja einfach nur sagen, es ist einfach nur ein Geräusch, also deine Worte. Ich muss sie ja nicht annehmen. Genau, und das war jetzt so ein bisschen diese leichte Unsicherheit oder Frage, in dem Moment, wo ich sie zu Worten mache, die ich nicht mehr haben will, mache ich sie ja zu was Festem. Und wenn ich sie wieder als Geräusch erscheinen lasse, ist es ja eher ein bisschen diese unfassbare Natur. Also das ist so eher, ja, die Frage. Ja, also erstmal empfehle ich euch, das immer zu tun. Wir nennen das ja so salopp auch auf Durchzug zu stellen. Ja? Immer, wenn es euch zu viel wird, weil diese Woche ist sowas von gespickt voll und ihr müsst zwischendurch innerlich einfach den zusätzlichen Raum finden, den ihr braucht. Ne? So, erstmal schon mal das. Das andere, was ich jetzt gehört habe, ist, dass du ein wenig im Weder noch gelandet bist. Also entweder zuhören und Worte oder nicht wirklich hinhören und einfach nur Klänge, Geräusche hören, mit dem Betonung auf leere Natur. Muss nicht jetzt sein, aber wenn du mal üben magst, bring die beiden zusammen. Während du im begrifflichen Zuhören bist, gleichzeitig auch auf die nicht fassbare, leere, illusorische Natur der Worte meditieren. Das bringt's echt. Ja, hört sich gerade an wie eine große Aufgabe. Ist eine große, ich glaube, du kannst das. Ich mache das natürlich, das ist meine Praxis. Ich tue das sowohl im Sprechen wie auch im Zuhören. Wenn ich dann dran denke, also das ist dann schon auch eine regelmäßige Praxis für mich. Es geht. Und es ist wunderbar, was dann passiert. Ja, wenn du das jetzt gerade sagst, merke ich, ich hatte eher so eine Sehnsucht nach diesem nicht begrifflichen. Deshalb habe ich die dann. Von daher war in diesem, was ich dann gemacht habe, schon auch ein bisschen noch diese Ausblendtendenz. Ja. Und ja, okay, aber das ist gut, das jetzt klarer zu kriegen, weil ich konnte es nicht so ganz fassen, was ich da gerade gemacht habe. Ja. Gut. Okay, danke schön. Okay, ich danke dir auch. Ich sehe jetzt schon den Manuel in der Leitung. Hallo Tilman, hallo Grüß Sandra. dich. Und zwar würde ich gerne eine Frage stellen in Bezug auf gestern mit der Unterweisung des Nicht-Selbst. Da
da hast du so ein kleines Beispiel mal angebracht, wo dann die Frage aufgekommen ist, so mit dem Kino. Und ich suche für mich so ein bisschen eine Erfahrung, wie das denn sein könnte, in diesem Nicht-Selbst zu sein. Und es gibt diese Erfahrung bei mir, was vielleicht einige auch machen. Man ist in einem tollen Kinofilm und verschmilzt sozusagen mit dem Film selbst. Und dann spricht dich dein Kollege oder Kollegin an und plötzlich rutscht man wieder in die Manuel-Rolle. Meine Frage ist jetzt eben, wenn man so mit diesem Film verschmilzt und man gar nicht so in der eigenen Biografie haftet, geht es in diese Richtung des Nicht-Selbst oder ist es einfach eine Ablenkung oder Betäubung? Da schwanke ich noch. Kannst du dazu ein Oh, bisschen was sagen? oh Manuel, ich schwanke mit dir. Das ist nämlich echt nicht einfach. Was du ja beschreibst, ist, dass du teilweise dich selbst vergisst und du gehst auf in diesem Film. Ja? Aber tatsächlich bist du wohl nicht in einer Non-Dualität. Ja? Ja, jetzt ist der Knackpunkt. Ja. Ich glaube schon, dass da auch im Aufgehen im Film deine persönlichen Vorlieben und Abneigungen, dass die immer noch aktiv sind. Also, dass du mit bestimmten Darstellern, Darstellerinnen im Film besonders mitgehst und aufgehst. Und ja, also nicht mal im Unterscheiden, sondern irgendwie, dass doch eine Positionierung im Film stattfindet. Ja? Also spannend. Tatsächlich könnte es aber auch mal so sein, dass beim Schauen eines Filmes im Loslassen des eigenen ein Moment des Erwachens stattfindet. Das kann auch sein. Deswegen schwanke ich zusammen mit dir. Ich schwanke mehr auf der Seite, wo ich dem Manuel sagen muss, hey, nimm das nicht als eine Erfahrung des Nicht-Selbst. Du bist da auf der sicheren Seite. Aber wenn ich dir etwas anbieten darf, weißt du, wenn du dich mal jetzt, wenn der Frühling kommt und einfach mal trockenes Wetter ist, wenn du dich auf der Kuppe eines Hügels mal in die Sonne legst, den Blick in den Himmel und wenn dort so ein Verschmelzen stattfindet ohne Inhalte, da bist du näher dran am Nicht-Selbst. Ja? Weil die Inhalte eines Filmes, ohne dass wir es merken, die stimulieren ganz viele unserer unbewussten Muster, während wir so absorbiert sind. Ja, das ist genauso wie in einem Videospiel von Kindern, wenn du Jugendliche oder wer auch immer, alle spielen jetzt inzwischen Video, ja. Also Videospiel absorbiert sein ist nicht wirklich eine Erfahrung von Nicht-Selbst, selbst wenn es stundenlang anhält, ja. Weil ganz, ganz viele unbewusste Muster aktiviert sind, die alle mit der Ich-Bezogenheit zu tun haben. Da werde ich eine kleine Frage dazwischen noch reinschieben. Ja. Boah, ich weiß nicht, vielleicht kennen das die Musiker oder die Musikerinnen unter uns, Thema, vielleicht kennst du das Gefühl auch, wenn du in einer Runde sitzt und schön singst am Lagerfeuer und dann klingt die Musik aus und dann bleibt so ein kurzer Moment von, ja, das kann ich gar nicht beschreiben, aber kennst du dieses Gefühl, was ich da versuche zu vermitteln? Sowas, ja. Sowas ist sehr viel näher dran an dem, wo es lang geht. Ja, solche unbeschreibbaren, offenen Lücken im normalen Erleben, wo kein Greifen stattfindet. Okay, dann super, danke. Okay, da geht's lang. Tobias, siehst du noch jemanden in der Leitung oder gibt Iris ist wieder weg, okay. Gibt es hier Antje, ein Mikro zur Antje. Und dann würden wir den Eduard als letzten nehmen. Ich habe eine Frage zum Unterscheiden. Und zwar, also einmal das Skanda des Unterscheidens. Kannst du mir sagen,
zu den Ähnlichkeiten oder Unterschiede zum ähm, diesen feinen unterscheidenden Qualität des Gewahrseins Mhm. und, Mhm. der unterscheidenden Weisheit, also die Mhm. 3 Skandha des Unterscheidens, Das Unterscheiden des Weis Skandha des Unterscheidens und der fein unterscheidende Aspekt des zeitlosen Gewahrseins und auch Prajna, die wir manchmal die unterscheidende Weisheit nennen, das hängt alles zusammen. In dem Unterscheiden als Skandha kommt bereits eine Qualität der anderen beiden durch. Ja, diese Qualität des nuanciert erleben Könnens, die kommt bei all diesen dreien durch. Prajna, Weisheit, ist der Oberbegriff für diese Fähigkeiten, weise differenzieren zu können, weise unterscheiden zu können. Und Jnana, zeitloses Gewahrsein, ist sozusagen the top of the top, ist das Beste vom Prajna, was dann wirklich die Qualität des erwachten Gewahrseins beschreibt. Weil Prajna, Weisheit, beschreibt auch jede Menge Einsichten und Weisheiten, bevor es ganz im Erwachen landet. Dann ist es nämlich Prajna Paramita. Ja? Okay? Das ist natürlich alles sehr spannend, aber schön ist es, dass das in unseren ganz normalen Funktionen alles schon stattfindet. Also die Qualitäten sind alle schon da. Eduard, hast du dich wieder ausgeklinkt oder bist du noch in der Linie? Ich bin noch da. Bist noch in der Leitung. Ich wollte beschreiben, was ich in der letzten Meditation erlebt habe, als es um die Empfindungen ging. Ne? Mhm. Ich habe im Raum herumgeblickt dafür. Und also alles, absolut alles, was ich sehe, bleibt nur ganz kurz in diesem Sehen. Und dann ist es eine Empfindung, die mit einem Gedanken zusammen geschehen kann oder auch nicht. In der Regel ist es ein Gedankenfeld oder so, was sich dann auftut. Und dann ist mir aufgefallen, wann kommt der Moment, also das ist mir nachher aufgefallen, aber es war dazwischen schon als leichte Irritation spürbar, wann kommt der Moment, wo ich woanders hinblicke. Also dieser Wechsel, wo ich hinblicke, ist völlig unvorhersehbar. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, ich blicke im Raum herum, so ist das sozusagen keine generelle Anweisung, die sich sozusagen dann erfüllt, sondern es gibt Momente, in denen es entschieden wird und diese Entscheidung, ja, wie ich eben gerade sagte, ist jedes Mal überraschend. Und dann entstehen, das sage ich in Bezug auf diese weiter ausführenden geistigen Prozesse, dann entstehen Momente, die ich als Sprünge erlebt habe. Also mit einem Satz, mit einem Sprung bin ich in einer Erinnerung oder ich bin in einem Gedankenstrom, zum Beispiel, dass ich mit einem beruflichen Prozess irgendwie zu tun habe, ne? Wenn ich mit Klienten arbeite oder so. Und das ist dann völlig präsent, setzt sich sozusagen innerhalb des Gedankenstroms als Gedankenstrom fort, faltet sich sozusagen auseinander, wird sozusagen so eine Art Trichter. Das habe ich dann bemerkt und dann, ja, aha. Und darin koppelt sich auch das Empfinden der Form, also wie ich das erlebe, wie ich das empfinde, dass das passiert. Also in der Regel nehme ich es mit der Empfindung, ich beschreibe jetzt nur diesen einen Prozess. Ne? Ich nehme es mit der Empfindung wahr, das ist ja gut, ne? Das, was ich für die Klienten will, so, und das passt irgendwie ganz gut mit der jetzigen aktuellen Erfahrung und das finde ich gut. Also das heißt eine angenehme Empfindung, ja? Die mich dazu verleiten würde, da sozusagen tiefer hineinzugehen. Und dann gibt es einen zweiten Empfindungsteil, der sagt,
gehe nicht da so weit rein. Das ist schon wieder so du nimmst noch einen dritten und einen vierten Schluck aus der Pulle, sozusagen, ne? Wenn man es in so einer Analogie sagen würde. Also das ist too much. Also sozusagen, das ist dieser Gedankenprozess. Ja, und das setzt sich in unendlichen Variationen fort. Wunderbar beschrieben. Kleine Bemerkung dazu. Ja. Wir haben ja schon viel in deiner Praxis miteinander gearbeitet. Jetzt würde es Sinn machen, wenn du bei all dem, was da so differenziert erlebt wird, immer ins Gewahrsein der nicht fassbaren Natur gehst. Das ist jetzt das wirklich Wichtige, weil du bist so präzise im Beschreiben auch und vor allen Dingen auch im Erleben dessen, was passiert. Jetzt geht es um diese feine Qualität, so ein bisschen da durchzuschauen, während es passiert, so ein bisschen das Ganze transparent zu machen, ja, zu sehen, wie sich dieses unglaubliche Schauspiel sehr spontan, manchmal abrupt und manchmal erklärbar, manchmal nicht erklärbar vollzieht. Und da überall zu merken, oh, wow, ja? Löst sich auch gleich wieder auf. Das ist jetzt ganz wichtig. Also diese Qualität der leeren Natur da hineinzubringen. Du hast über das Fließen schon viel gesagt, über Wind und über Wasser. Passive Prozesse und dieses Transparentsein, das ist ja nicht etwas, was man auffinden kann, finde ich. Das kannst du finden. Das kannst du finden. Das beginnt mit dem Finden der vergänglichen, dynamischen Natur. Da beginnt es, ja. Und da ist es, ja. Und dass du so wie du es auch aus deiner beruflichen Praxis vertraut bist, dass du das, was da alles so aufsteigt, als Projektion im besten Sinne verstehst. Also als etwas, was sich entfaltet und gleich schon wieder ins Nächste weiterentwickelt. So. Projektion ist insofern ein schönes Wort, weil wir kennen ja das mit Lichtprojektor und Film und so weiter. Also wie sich Welten auftun und doch keine Substanz haben. Ja, es ist immer noch so eine Schwelle zwischen dualistischem Verstehen. Ne? Projektion ist ja so ein Wort, was eine begriffliche Bedeutung hat. Ne? Das tibetische Wort ist Tröpa, etwas, was ausstrahlt und aufscheint. Okay. Ja? Ja, das strahlt etwas auf, das scheint etwas, was nicht, was ähnlich ist wie der Geschmack im Mund eines Apfels. Ganz genau. Was man nicht fassen kann. Genau. Ganz genau. Das ist Transparenz. Ja. Ja. Genau. Schön. Ja? Ja. Okay, ja. Genau. Gut. Danke dir. Ich sehe, dass der Jan noch seine Hand gehoben hat. Du Jan, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber mach's kurz. Noch hören wir dich nicht. So, jetzt wahrscheinlich. Jetzt hören wir dich. Ja, eindeutig. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Es passt zu den anderen beiden Fragen von eben. Ich habe die letzten 2 Tage das Gefühl, jetzt im Sehen oder im Schmecken oder im Riechen, es kommt das Erleben, die Vielfältigkeit davon, dann kommt eine Benennung, Ingwer, Rabe, Sonnenschein und dann kommt eine Bewertung. Und mein Gefühl war, dass eigentlich mit der Bewertung sich das Erleben sozusagen ein bisschen kippt oder schmälert. Also dieses Gefühl, in der Präsenz zu sein, geht meistens kurz nach der Bewertung verloren. Kann ich dir zustimmen?
Und also ich kenne das auch, also ich kenne das von Meditationszuständen, dass sich das total präsent und unheimlich lebendig und unheimlich weit anfühlt, ohne dass es interpretiert ist. Also ich kenne das auch, ich kann das auch innerlich erzeugen, also ich kann auch eine Weite innerlich erzeugen oder eine Ausstrahlung, die ist aber so ein bisschen imaginär oder ein bisschen rangezogen. Es ist zwar eine ähnliche Resonanz, aber es hat einen anderen Geschmack. Und meine Frage gerade ist, was ist ein hilfreiches Mittel, genau diesen Unterschied zu erkennen? Also fange ich an, in eine Eigeninterpretation oder eine Art eigenen Film zu gehen, weil ich dann auch selber Sachen gefühlt erzeuge? Und wie bleibe ich in einer offenen Wahrnehmung, die tatsächlich offen ist? Mhm. Und das ist sozusagen ein Hilfsmittel oder ein Gradmesser, weil ich das auch, ja genau, das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Ja. Wann mache ich mir was vor und wann nicht? So ein Ja. bisschen so ist es. So viel zur Kürze der Frage. Ja, wir können die Antwort auch auf später verschieben. Nein, die Antwort kommt ganz kurz. Okay. Ja. Bewertungen sind nicht an sich schlecht. Bewertungen sind einfach Festlegungen, Festschreibungen. Das ist das Störende daran. Es ist nicht, dass wir Werte haben und dass wir danach Dinge einschätzen, sondern dass in dem Moment eine Festschreibung stattfindet und damit wird das natürliche Fließen zum Teil blockiert. Ja, Ende der Antwort. danke. Okay, lasst uns gemeinsam widmen. Sunam de tam je sepane tam ne pedanam pam jene Kengana chimbalam tumpaye simpen solendo wando washo Jampem pavujita kempadang kendo sampo deyan deshente Deda kunje jesu dalobjem gewan deda tamje dabtumo Sangye kusum nyempe jin lamdan Shene menjo dempe jin lamdan Gendu meje dempe jin lamjin Jindang owa man lam Jompai Bis heute Nachmittag um 3 wieder.